Die astronomische Welt hat das erschüttert. Teleskope, bei denen wir kaum noch etwas tun müssen. Teleskope, die sich selbst ausrichten, die unsere Sicht verstärken und dann auch selbstständig Astrofotos aufnehmen und ausspucken. Aber klappt das tatsächlich? Ein Teleskop wie dieses hier, was Sie hier gerade eingeblendet sehen, das wirkt fast wie autonomes Fahren in der Zukunft. Sie geben ein Ziel ein, legen sich zurück, lesen vielleicht ein bisschen Zeitung und kommen irgendwann an Ihrem Ziel an. In der Astronomie, genauer bei Teleskopen, gibt es das schon. Und zwar in Form von den Varonis- und Unistellar-Teleskopen. Ein Modell, ein Unistellar-Teleskop, wollen wir uns mal genauer anschauen und gucken, wie das funktioniert. Dieses neue Unistellar-Teleskop nennt sich IWI-Scope 2 und es ist ein Roboterteleskop. Also etwas wie ein Staubsauger-Roboter, nur dass es nicht Dreck, sondern Photonen saugt. Und das heißt auch, es macht fast alles alleine. Sie stellen es zum Beispiel in einem Garten oder auf einem Balkon auf und schalten es einfach ein und navigieren zu Ihrem Wunschobjekt. Das Teleskop bietet uns einen Live-View und spuckt einfach ein fertiges Astrofoto aus. Aber alternativ können Sie auch durch das Okular blicken und das Objekt bewundern. Im Gegensatz zu einem normalen Teleskop zeigt es Ihnen die Objekte extrem verstärkt und in Farbe an. Auf den Punkt kommen wir aber nochmal zurück. Das Gerät verbindet moderne Technik mit absolut einfacher Bedienung, wie es vor kurzem überhaupt nicht vorstellbar gewesen ist. Es ist also eine Einheit aus Teleskop und Astrofotomaschine. Die Firma Unistellar hat hier einen gigantischen Teil Technik reingepackt. Wir haben hier ein echtes optisches Teleskop mit 114 mm Durchmesser. Und 450 mm Brennweite, ein Okular zum Hineinblicken und ein stabiles, aber mobiles Stativ. Hier vorne sehen Sie die Fangspiegelspinne und im hinteren Teil den Hauptspiegel. Aber auch im Inneren gibt es einiges. Das IWI-Scope 2 arbeitet mit einer automatischen Felderkennung. Das heißt, das Teleskop nimmt ein Bildfeld auf, gleicht das Himmelsmuster mit einer internen Datenbank ab und weiß ganz genau, wo es sich befindet. Dadurch sparen Sie sich, eigene tiefschürfende Kenntnisse über den Sternenhimmel zu haben. Sprich, Sie geben nur noch ein Objekt ein und das Teleskop fährt automatisch hin. Eine andere Technik ist die Bildverstärkung. Die Bilder werden jeweils mit etwa 4 Sekunden Belichtungszeit aufgenommen und automatisch übereinander gelegt. Dadurch sehen Sie, wie das Bild Stück für Stück deutlicher, stärker und besser wird. Anstatt des Fangspiegels hat das Teleskop einen Sony CMOS-Sensor. Wenn Sie hier durchschauen, dann sehen Sie das vom Sensor erzeugte Bild in einem elektronischen Okular mit einem OLED-Display. Sie verbinden das Teleskop mit der eigens erzeugten WLAN-Verbindung. Von dort aus können Sie mit einer App alles steuern, Live-Bilder sehen und Fotos speichern. Auf jeden Fall wird es bei einem familiären Beobachtungsabend bei Ihren Gästen das eine oder andere Wow entlocken, wenn die durch ihr neues, schickes Teleskop schauen. Aber wissen Sie was? Es ist viel besser, das Teleskop in Aktion zu erleben. Also gehen wir mal raus und gucken, was man da so alles tun muss. Was machen Sie, um schöne Objekte zu sehen oder tolle Fotos auf Ihrem Smartphone zu betrachten? Das ist super einfach, Sie werden schon sehen. Stellen Sie das Teleskop an einem Ort auf, von dem Sie einen guten und weiten Blick in den Himmel haben. Wie auch bei anderen Teleskopen muss es gerade aufgestellt werden. Setzen Sie dann einfach den Tubus in das Stativ ein. Sie haben hier einen integrierten Akku, den Sie immer wieder aufladen können, und so ist das Teleskop sofort startbereit. Wenn Sie die App Unistellar starten, dann sehen Sie, dass Sie in der Regel noch nicht verbunden sind. Aktivieren Sie hier erst noch das IWI-Scope WLAN und kehren Sie dann wieder in die App zurück. Sie bekommen hier einen Bildschirm mit Navigationselementen angezeigt mit Richtungstasten. Später werden Sie hier oben das Live-Bild sehen. Schauen wir, was passiert, wenn wir diese Tasten betätigen. Damit steuern Sie das Teleskop in verschiedene Richtungen. Während ich hier die Tasten gedrückt halte, bemerke ich in der Hand zusätzlich ein haptisches Feedback.
Gleich reißt der Himmel auf und wir können richtig in die Sterne starten. Okay, entfernen Sie den Deckel vom Teleskop. Sie sehen, dass er aus zwei Teilen besteht, dem oberen Deckel und einem Deckel mit Schlitzen. Die zweite Abdeckung nennt sich auch Bahtinov-Maske und ist ein tolles Tool, um die Sterne scharf zu stellen. Die erste Aufgabe ist, das Teleskop auf einen hellen Stern zu richten. Peilen Sie ein bisschen über das Teleskop und stellen Sie mit den Richtungstasten einen hellen Stern in den Live-Bildschirm ein. Sie sehen hier, dass der Stern noch unscharf erscheint. Hinten am Tubus sitzt ein großes Fokusrad. Drehen Sie ein bisschen hin und her und beobachten Sie, wie sich der Stern verhält. Und drehen Sie dann so lange, bis der Stern ganz klein erscheint. Jetzt kommt das letzte Stück Schärfe. Setzen Sie die Bahtinov-Maske auf. Auf dem Live-View sehen Sie Strahlen, die Sie in einen gemeinsamen Mittelpunkt bewegen müssen. Haben Sie das geschafft, ist Ihr Teleskop perfekt fokussiert und Ihre Fotos werden anschließend scharf. Tippen Sie nun die Zielscheibe an. Das Teleskop führt eine Mustererkennung durch, die sich auch Blade Solving nennt. Danach startet das Sterntracking. Mit anderen Worten, das Teleskop ist geeicht, Sie können Himmelsobjekte anfahren und es geht einfach los. An der unteren Seitenleiste sehen Sie 5 verschiedene Tabs. Der zweite mit dem Planeten nennt sich Erkunden. Damit können Sie Ihre Wunschobjekte heraussuchen. Oder auch individuell nach Objekten suchen oder sich durch die Kategorien von Objekten inspirieren lassen, was Sie anschauen möchten. Und vielleicht wollen Sie jetzt einen Sternhaufen anschauen. Dann scrollen Sie bis zur Kategorie Sternhaufen, scrollen da ein bisschen durch, bis Sie zum Beispiel zum Sternhaufen M3 kommen und wählen den dann aus. Hier gibt es viele und hilfreiche Informationen zum Objekt und Sie klicken einfach auf Geo zu. Das Teleskop setzt sich dann in Bewegung und schwenkt. Nach kurzer Zeit ist dann das Schwenken auf das Objekt abgeschlossen und Sie können den Sternhaufen auf Ihrem Smartphone anschauen. Oder Sie schauen einfach direkt durch das Okular vom Teleskop. Das Ganze wirkt dann noch mehr live und ja, faszinierend. Diese Art der Beobachtung ist nicht mit dem Smartphone zu vergleichen. Trotzdem schauen wir auf ein Display, auch wenn uns das nicht so bewusst ist. Hier habe ich mal den Blick auf den Kugelsternhaufen M3 eingefangen, so wie man es durch das Okular sieht. Vielleicht fragen Sie sich, ob es noch besser geht, als hier auf dem Live-Bild zu sehen. Ja, und zwar, wenn Sie die verbesserte Himmelsansicht aktivieren. Damit verstärkt sich das Bild automatisch und wir sehen es viel deutlicher hinterher. Sie erzeugen damit quasi ein Foto, was Sie dann exportieren können auf Ihrem Smartphone. Und das Tolle dabei ist bei dieser Technik, dass Sie selbst extrem lichtschwache Objekte sehen, die mit dieser Größe an Teleskop eigentlich nicht möglich wären. Und weil es so schön ist, hier nochmal ein paar Eindrücke. Ach ja, übrigens, im Tab Wissenschaft können Sie selbstständig Bedeckungen oder Transits verfolgen. Es gibt derzeit 2 verschiedene Unistellar-Modelle. Einmal das bereits vorgestellte Eviscope 2 und das Equinox. Das Equinox besitzt kein Okular. Das Bild können Sie also hier nur über das Smartphone betrachten. Aber dafür ist es auch deutlich günstiger als das Eviscope 2. Für welches Sie sich entscheiden, ist ein bisschen Geschmackssache. Visueller und natürlicher finde ich aber den Blick durch das Okular. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ein wirklich genialer Transportrucksack ist beim Eviscope 2 schon dabei, beim Equinox gibt es das aber auch als Bundle. Damit können Sie das Teleskop transportieren, irgendwo hinwandern und Sie haben alles in einem dabei.
Ja, vielen Dank, dass Sie bis hierhin geschaut haben. Was meinen Sie? Sind es die Roboterteleskope der Zukunft? Und kann man überhaupt von visueller Beobachtung sprechen, wenn Bildsensoren im Spiel sind? Oder ist es dann eher Astrofotografie als visuelle Beobachtung? Das ist wohl auch eine Frage der Einstellung und was man von der Beobachtung und einem Teleskop überhaupt erwartet. Eine faszinierende Technik ist es allemal und die Automatisierung ist auf keinen Fall ein Gimmick, sondern eine echte Hilfe. Denn wenn Sie zum Beispiel Astrofotografie betreiben wollen, dann verlangt das normalerweise eine sehr intensive Einarbeitungszeit. Und hier bricht das Unistellar mit den Regeln, weil Sie keine Einarbeitungszeit brauchen und sofort loslegen können. Also ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, damit zu arbeiten. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen im klaren Himmel und bis bald. Tschüss.